In diesem Video stellen wir einige grundlegende Funktionalitäten von Disi Cadenza vor und zeigen Ihnen, wie Sie in einer Arbeitsmappe navigieren und die vorliegenden Daten gezielt filtern können. Auf der Startseite finden Sie einige Hilfelinks, zum Beispiel einen Link zu den Lernmodulen, welche Sie beim gezielten Einstieg in die Arbeit mit Disi Cadenza unterstützen. Sie erreichen die Lernmodule auch jederzeit über den Hilfelink aus der Hauptleiste. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Anleitung für die ersten Arbeitsschritte in einem Kurztutorial anzusehen. Auf der linken Seite befindet sich der Navigator. Hier sind alle in Disi Cadenza hinterlegten Datenaufbereitungen abrufbar. Die Ordnerstruktur im Navigator kann flexibel auf den jeweiligen Bedarf angepasst werden. So können die Inhalte nach fachlichen oder organisatorischen Vorgaben bereitgestellt werden. In den Ordnern liegen Arbeitsmappen. Eine Arbeitsmappe stellt in der Regel einen Themenkomplex dar, wobei jedes Arbeitsblatt einer Arbeitsmappe einen eigenen Aspekt des Themas erörtern kann. Das Icon zeigt bereits an, ob es sich bei dem Arbeitsblatt um eine Tabelle, ein Diagramm, eine Kartendarstellung oder ein Dashboard mit verschiedenen Sichten handelt. Aus dem Navigator können Sie jedes der Arbeitsblätter direkt öffnen. Beim Klick auf den Namen der Arbeitsmappe öffnet sich automatisch das erste Arbeitsblatt. In dieser Arbeitsmappe wurde eine Startseite eingerichtet, um den Einstieg in das Thema der verwendeten Daten zu erleichtern. Auf dieser Startseite wird sowohl im Text als auch per Link auf die Europäische Umweltagentur verwiesen, von der die Daten stammen. Eine Verlinkung auf interne Informationssysteme ist an dieser Stelle ebenfalls möglich. Darunter werden die Inhalte der Arbeitsmappe vorgestellt. Auf einer Startseite kann auch ein Ansprechpartner benannt werden für eventuelle Rückfragen zu den Auswertungen. Wir verwenden zu Demozwecken in dieser Arbeitsmappe einen Datensatz der Europäischen Umweltagentur. Ausgewertet werden die Anzahl von Fahrzeugregistrierungen und die Emissionen der neu zugelassenen Fahrzeuge. Über das Dropdown-Menü der Arbeitsmappe wechseln Sie in ein anderes Arbeitsblatt. Die Auflistung und Reihenfolge der Arbeitsblätter entspricht der Darstellung im Navigator. Die Arbeitsmappe enthält einige Arbeitsblätter, in denen jeweils nur eine Datenaufbereitung, eine Tabelle, ein Diagramm sowie eine Karte bereitgestellt werden. Daneben stehen unterschiedliche Dashboards zur Verfügung. Ich springe direkt in das Arbeitsblatt Overview Registrations. Es zeigt die Anzahl neu registrierter Fahrzeuge, unterteilt nach deren Kraftstofftyp für eine Auswahl europäischer Länder. Die Daten sind parallel in unterschiedlichen Sichten aufbereitet, um möglichst viele Aspekte des Themas zu zeigen. Zusätzlich enthält das Dashboard das Logo der Europäischen Umweltagentur sowie einen Hilfetext, der den Benutzenden weitere Informationen liefert. Die aktuelle Filterung auf die ausgewählten Länder kann angepasst werden. Im Analysekontext sind unterschiedliche Filter vorbereitet, mit denen die Daten gezielt ausgewählt werden. Das Kreisdiagramm zeigt eine Dominanz der durch Diesel oder Benzin betriebenen Fahrzeuge. Darauf kann konkret gefiltert werden. Per Klick kann die Filterung invertiert werden, um die ausgewählten Werte aus der Filterung auszuschließen. Alle Sichten im Dashboard wurden an die Filterung angepasst, weil sie auf der gleichen Datengrundlage basieren. Unter den verbliebenen Kraftstofftypen sind Fahrzeuge mit Elektroantrieb am häufigsten vertreten. Beim Wechsel auf das nächste Arbeitsblatt wird die bestehende Filterung des Analysekontexts mitgenommen. Einzelne Filter können per Klick zurückgesetzt werden. Jetzt werden die Emissionen der Fahrzeuge wieder für alle Kraftstofftypen angezeigt. Ein Indikator im Dashboard hebt eine Kennzahl individuell hervor, wie die mittlere Emissionsmenge oder die Anzahl der insgesamt neu registrierten Fahrzeuge. Diese
Und viele weitere Visualisierungs- und Analysemöglichkeiten bietet Disi Cadenza. In unseren weiteren Tutorial-Videos zeigen wir Ihnen beispielsweise, wie Sie eine eigene Arbeitsmappe anlegen, die OLAP-Analysewerkzeuge in Tabellen nutzen oder mit Hilfe von Self-Service-Funktionalitäten Ihre eigenen Daten in Disi Cadenza integrieren.